Moin zusammen, willkommen zurück. Heute nur ganz kurz. Und zwar wollen wir uns kurz angucken, wofür eigentlich dieses Pop-Q zum Beispiel, also das Q hinten dran. Mir geht es um das Q, das L, hier haben wir keins, aber W und B gibt es auch noch. Das heißt, wir haben die Varianten MOV-B. Ich nehme jetzt einfach mal MOV als Beispiel, weil ihr das jetzt schon kennt. Die anderen Instruktionen muss ich euch erst noch erklären und vielleicht auch erstmal näher bringen. Es gibt MOV-B, es gibt MOV-L, MOV-W erstmal, MOV-L und MOV-Q. Und das ist eigentlich relativ straightforward. Wir haben hier ein MOV-B, das steht für verschiebe ein Byte. Also das heißt ein einziges Byte. Das heißt, wenn ich schreiben würde, MOV-B, Dollar 0, Prozent EAX, dann würde mir das hier haben wir es sogar ungefähr fast so, dann würde mir das ein Byte mit dem Inhalt 0 in EAX reinschieben. Wenn ich das Ganze mit W machen würde, würde es statt 8-Bit, würde es mir 16-Bit in EAX mit Nullen reinschieben, während wenn ich sagen würde L, dann würde es mir sogar 32-Bit reinschieben, also L steht für Long dann, und das Q steht für Quadra, also das Vierfache sozusagen. Das heißt, wir würden hier 64-Bit in EAX reinstecken. Okay, und ja, das ist eigentlich auch schon der Sinn hinter diesen Dingern. Das gibt es für alle verschiedenen Befehle. Also ihr habt es hier gesehen, Layer Q gibt es hier. Dann machen wir hier ja gut, ich möchte euch den Befehl eigentlich noch nicht erklären, da möchte ich separat was dazu sagen. Bei Pop gibt es auch ein Q hier dran, Push Q haben wir. Also ihr könnt mal gerne durchgehen und durch eure eigenen Dekompilate sozusagen und euch dann mal angucken, was dabei rausgekommen ist. Und ihr werdet es wahrscheinlich irgendwo finden. Das heißt, ja, eigentlich relativ simpel und das war es eigentlich auch schon wieder für heute. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.